Hey Verena, was machst du denn die ganze Zeit? Ich schreibe mit Paolo. Paolo, den kennst du doch. Paolo? Nein, wer soll das sein? Ich habe ihn in Italien kennengelernt. Er ist italienisch und kommt aus Mailand. Ja schön, du kannst mir Paolo gern einmal vorstellen, dann kann ich mein Italienisch aufbessern. Ja gern, die italienischen Menschen sind ja sehr kommunikativ, sagt man zumindest. Er übt sicher gern mit dir. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir uns einen Fehler anschauen, den Lernende sehr oft machen. Obwohl dieser Fehler das Verständnis nicht behindert, wirkt euer Deutsch einfach sofort besser, wenn ihr diesen typischen Anfängerfehler vermeiden könnt. Also passt gut auf, denn ihr werdet sehen, es ist gar nicht so schwer, diesen Fehler zu vermeiden. Los geht's! Damit wir euch die Fehler besser erklären können, haben wir sie schon in unserem Intro eingebaut und das analysieren wir jetzt gemeinsam. Sind sie euch vielleicht schon aufgefallen? Wenn nicht, schauen wir uns noch einmal gemeinsam das Intro an und versucht, die Fehler zu finden. Hey Verena, was machst du denn die ganze Zeit? Ich schreibe mit Paolo. Paolo, den kennst du doch. Paolo? Nein, wer soll das sein? Ich habe ihn in Italien kennengelernt. Er ist italienisch und kommt aus Mailand. Ja schön, du kannst mir Paolo gern einmal vorstellen, dann kann ich mein Italienisch aufbessern. Ja gern, die italienischen Menschen sind ja sehr kommunikativ, sagt man zumindest. Er übt sicher gern mit dir. Na, habt ihr die Fehler entdeckt? Schauen wir uns jetzt alles noch einmal Schritt für Schritt an. Also, es geht um Paolo. Ich habe ihn in Italien kennengelernt. Und danach sage ich, woher er kommt. Aber jetzt aufgepasst. Ich sage nämlich, er ist italienisch. Ich meine damit natürlich, dass er aus Italien kommt. Aber ganz richtig müssen wir hier sagen, er ist Italiener und nicht er ist italienisch. Für eine weibliche Person würden wir sagen, sie ist Italienerin. Italienisch verwenden wir entweder als Adjektiv oder als Substantiv. Wenn wir es als Adjektiv verwenden, dann bedeutet es so viel wie das Land, in diesem Fall Italien, betreffend. Und wie ihr sicher wisst, wenn das Adjektiv vor dem Nomen steht, dann müssen wir es immer deklinieren. Hier ein paar Beispiele. Ich hätte jetzt gern eine italienische Pizza. Italienische Mode ist einfach schön. Oder wir verwenden Italienisch als Substantiv und können so die Sprache eines Landes, in unserem Beispiel Italien, ausdrücken. Auch hier wieder ein paar Beispiele. Welche Sprache spricht Paolo? Er spricht Italienisch. Italienisch ist eine schöne Sprache. Wir verwenden das Adjektiv Italienisch also nicht, um die Nationalität einer Person anzugeben. Dazu sagen wir immer der Italiener oder die Italienerin. Das Gleiche gilt natürlich auch im Plural. Die Italiener oder die Italienerinnen, wenn es sich um eine reine weibliche Gruppe handelt. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die Bezeichnung anderer Sprachen, Einwohner oder Länder. Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Anton ist aus Deutschland. Er ist Deutscher und spricht Deutsch. Er hat ein deutsches Auto. Ines kommt aus Frankreich. Sie ist Französin und spricht Französisch. Sie liebt französische Musik. Irina und ihre Familie kommen aus Russland. Sie sprechen Russisch. Sie sind Russen. Sie kochen gern russisches Essen. Wie ihr also in diesen Beispielen gesehen habt, unterscheiden wir zwischen Sprache und Nationalität. Ganz allgemein gilt, wenn ihr das Land kennt, dann könnt ihr davon die Sprache, die Einwohner und das Adjektiv ableiten. Aber Achtung, die Ableitungen sind oft unregelmäßig, also lernt das am besten immer gleich mit dem Land mit oder schlagt es nach, wenn ihr euch nicht sicher seid.
Und noch ein kleiner Hinweis, für manche Länder, wie etwa Macau, gibt es gar keine Bezeichnung für die Einwohner oder ein spezielles Adjektiv. Da müssen wir auf unsere Präpositionen von oder aus zurückgreifen und da würden wir etwa so sagen. Für die Nationalität sagen wir die Bewohner von Macau. Und anstelle des Adjektivs sagen wir die Musik aus Macau oder die Produkte aus Macau gefallen mir. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Fehler, den wir im Intro eingebaut haben. Und das war, die italienischen Menschen sind ja sowieso sehr kommunikativ. So oder so ähnliche Sätze hören wir sehr oft bei Deutschlernenden, also zum Beispiel die deutschen Menschen, die thailändischen Personen oder eben die italienischen Menschen. Das verstehen wir zwar, sagen wir aber so eigentlich nicht. Anstatt zu sagen, die italienischen Menschen, also Adjektiv plus Personen oder Menschen, verwenden wir nur die Bezeichnung der Einwohner oder Einwohnerinnen, also die Italiener, die Italienerinnen, die Thailänder, die Thailänderinnen, die Venezolaner, die Venezolanerinnen. Aber verwenden wir nicht allgemeine Begriffe wie Menschen oder Personen, sondern spezifische Nomen nach dem Adjektiv, dann können wir diese Konstruktion sehr wohl hernehmen. Zum Beispiel meine deutsche Freundin, der italienische Minister, die philippinische Kultur. Der Fehler, den wir euch im heutigen Video erklärt haben, kommt wahrscheinlich aus der reinen Übersetzung von einer anderen Sprache ins Deutsche. Denn in vielen Sprachen gibt es keine extra Bezeichnung für die Sprache, für die Einwohner oder das Adjektiv, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt. Deshalb merkt euch einfach gut die Strukturen, die wir euch heute gezeigt haben. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Woher kommt ihr? Welche Nationalität habt ihr? Woher kommen eure Freunde, eure Kollegen? Und welche Sprache sprecht ihr oder eure Familie? Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf eure Beiträge. So, und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Vielen Dank, dass ihr mit uns Deutsch lernt. Wir freuen uns, euch im nächsten Video wiederzusehen. Und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.